Das Elektro-SUV HiFi Y kommt am 15. Juli auf den chinesischen Markt. Der HiFi Y soll eindeutig mit dem NIO ES6 konkurrieren, der Ende Mai diesen Jahres auf den Markt kam. HiFi erwähnte außerdem, dass der Start eine internationale Premiere in China, Japan, Großbritannien, Deutschland, Norwegen und Saudi-Arabien sein wird. Was der HiFi Y also alles kann und was er nun kosten wird, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. HiFi ist eine High-End-Automarke der Human Horizons Company, die 2019 eingeführt wurde. Das erste Modell war der Luxus-CUV HiFi X. Beim zweiten Auto handelte es sich um die Limousine HiFi Z. Diese Fahrzeuge sind beide recht teuer mit einem Startpreis von 65.000 € in China und der HiFi Z 105.000 € in Deutschland. Zuletzt waren die Umsätze von HiFi in China recht niedrig, aber das Unternehmen wurde durch die enorme Investition aus Saudi-Arabien gerettet, die 5,6 Milliarden US-Dollar erhielt. Wie auch immer, HiFi muss seinen Umsatz noch steigern und der HiFi Y scheint die einzige Chance der Marke zu sein, in das Massenmarktsegment einzusteigen und das Volumen zu steigern. Dass der HiFi Y zunächst auf den chinesischen Markt kommt, ist keine Überraschung. HiFi hat kürzlich auch den Vorverkauf für die X- und Z-Modelle in Deutschland und Norwegen eröffnet. Was den HiFi Y betrifft, wird der erst 2024 auf den europäischen Markt kommen. Zu den anderen Ländern, die in der Markteinführungsankündigung erwähnt wurden, liegen noch keine detaillierten Informationen vor. Der HiFi Y ist ein mittelgroßer SUV, der der charakteristischen HiFi-Designsprache folgt. Es verfügt über riesige LED-Lauflichter, die Bilder projizieren können. Sie sind mit einem dünnen LED-Streifen miteinander verbunden. Über der Windschutzscheibe des Y können wir den LiDAR-Sensor erkennen. Dies bedeutet, dass es das erste HiFi-Modell sein wird, das über diese Funktion verfügt. Der Y hat überhaupt keine Türgriffe, stattdessen gibt es an jeder Tür Knöpfe. Apropos Türen des HiFi Y, sie sind eindeutig sein Hauptmerkmal. Die hinteren Türen sind in zwei Segmente unterteilt, die untere sieht aus wie eine normale Tür, während die obere eine Flügeltür ist. Innen bekommt der HiFi Y 5 Sitzplätze. Darüber hinaus wird man von Bildschirmen quasi erschlagen. Der HiFi Y hat nämlich 3 davon. Einen für die Instrumententafel, einen für den Beifahrer und einen für den Hauptbildschirm. Und falls diese Monitore nicht ausreichen, gibt es noch ein HUD. Neben Bildschirmen verfügt der HiFi Y über 25 Lautsprecher von Meridian. Das EnerCap Smart ist einfach zu bedienen. Ein Knopf und selbsterklärende Anzeigen. Die Einrichtung ist kinderleicht, einfach in die Starkstromsteckdose stecken und los geht's. Mit 11 kW Leistung kann man jedes moderne Elektroauto laden. Das EnerCap Smart gibt es übrigens mit App-Anbindung, Tesla-Modus und in 6,5 und 10 Meter Länge. Wenn ihr das Ladekabel haben wollt, dann klickt auf den Link in der Beschreibungsbox und wenn ihr beim Checkout den Code Project Drive eingebt, bekommt ihr 10% Rabatt. Also viel Spaß mit dem EnerCap Smart Ladekabel und weiter geht's. Der HiFi Y ist 4,93 Meter lang, 1,95 Meter breit und 1,65 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,95 Meter. Damit ist er 84 mm länger, 27 mm dünner und 45 mm niedriger als der NIO ES6. Was den Antriebsstrang des HiFi Y angeht, gibt es mehrere Optionen. Das Einstiegsauto ist mit einem einzigen Elektromotor an der Hinterachse für 336 PS ausgestattet. Es wird von der LFP-Blade-Batterie von FinDream, der Batteriehersteller von BYD, mit 76,6 Kilowattstunden betrieben. Mit dieser Batterie kann der Y mit einer einzigen Ladung bis zu 560 Kilometer weit fahren. Bei der zweiten Batterieoption handelt es sich um eine CATL Ternär-Batterie mit 115 Kilowattstunden. Die Reichweite des RWD HiFi Y beträgt mit dieser Batterie 810 Kilometer. Die gleiche Batterie ist für die 4WD-Version mit 504 PS erhältlich und gut für 765 Kilometer Reichweite. Die Preisspanne des HiFi Y ist noch nicht bekannt. Laut Insidern weiß man aber ziemlich sicher, dass der Startpreis ca. 48.000 € betragen wird. Das ist aber offensichtlich der chinesische Preis. Was denkt ihr, wird der bei uns kosten? Schreibt mir eure Vermutungen gern unter das Video.
Wie gefällt euch der Hi-Fi Y? Wäre der was für euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!